Ich habe heute eine Kiste für euch vorbereitet. Und zwar ist da alles drin, was ich bei meiner letzten Bikepacking-Tour dabei hatte. Die Tour habe ich Anfang Mai gemacht. Da war, wie wahrscheinlich einige von euch sich auch noch gut erinnern können, das Wetter nicht ganz so gut. Das heißt, ich musste immer relativ viel anziehen, weil es kalt war. Außerdem hat es ziemlich viel geregnet. Regensachen waren also ein guter Freund von mir. Aber jetzt erstmal von vorne. Ich fange einfach mal an und packe diese Tasche aus. Als erstes, für den Fall, dass das Dach über meinem Kopf nicht ganz dicht ist, hatte ich einen Bivi mit. Der ist relativ klein, von Cumulus, habe ich nicht gebraucht. Der hilft aber auch, wenn es sehr kalt ist, dann einfach, dass der Wind nicht so durchkommt. Dann hatte ich zum Schlafen natürlich einen Schlafsack. Das ist ein dünner Sommerschlafsack, Komfortbereich, ich glaube 15 Grad. Alleine hätte der mich natürlich nicht warm gehalten. Da drinnen hatte ich dann aber noch so ein Inlet. Dieses hier. Das macht das Ganze schon etwas wärmer. Aber natürlich nicht ausreichend bei, keine Ahnung, 3 Grad oder so. Also hatte ich innen drin noch eine Daunenhose an. Und so wurde das Ganze schon kuscheliger. Oben hatte ich auch noch eine Jacke, die zeige ich euch später, die ist nämlich in der anderen Tasche. Aber ihr fragt euch vielleicht, ich habe natürlich nicht auf dem blanken Boden geschlafen, sondern ich hatte auch eine Isomatte dabei. Das ist die Thermarest Neo Air X Lite. Die hatte ich tatsächlich auch in der Packung dabei, um für den Notfall Flickzeug dabei zu haben. Eine kleine Anekdote dazu. Bei der letzten Tour hatte ich diese Hülle inklusive Flickzeug nicht dabei und was ist passiert? Ich hatte ein Loch drin. Yay! Aber Nick hatte zum Glück Flicken für seine Matte dabei und die haben wir dann draufgeklebt. Und das hat auch funktioniert. So, um diese ganze Isomatte zu schützen, wenn ich die auf den Boden in irgendwelchen Schutzhütten gelegt habe, hatte ich noch eine Unterlage aus Tyvek dabei. Was ist hier noch? Genau, zum Schlafen hatte ich noch dicke Socken an, weil die Hose, die hält die Beine warm. Die Jacke, die ich noch dabei hatte, die hält mich obenrum warm. Aber das Problem ist, dass die Füße nicht mit in die Hose passen. Also hatte ich dicke Socken dabei, damit die Füße warm bleiben. Das sind hier so Merino-Socken, Wandersocken. Und für den Kopf, die Jacke hat zwar eine Kapuze, aber ich hatte extra noch eine Mütze dabei. Das ist ganz praktisch, weil ich habe auch immer eine super kalte Nase nachts. Und dann habe ich die Mütze einfach bis über die Nase geklappt, damit die nicht ganz so kalt ist. Und das hier ist ein Pumpsack für die Isomatte. Da kann ich die dran stöpseln und Luft reindrücken. Genau, ansonsten hatte ich den Schlafsack auch noch extra wasserdicht verpackt in einem Sea2 Summit Kompressionssack. Und die Daunenhose auch, weil wenn die Daune nass ist, dann isoliert sie nicht mehr, dann wärmt sie nicht mehr und dann habe ich nichts davon. Das hier ist die Tasche, die ich vorne am Rad hatte. Und da ist noch ein Teil drin, was ich zum Schlafen hatte. Und zwar meine Jacke. Das war es zu meinem Schlafsetup. Die Klamotten, die ich dann noch da drunter anhatte, die zeige ich euch später. Die hatte ich nämlich auch zum Radfahren an. Weiter geht's. Ich war ja unterwegs und nicht nur auf dem Rad, sondern ich habe auch meine Familie besucht. Da wollte ich natürlich nicht mit meinen Dip-Shorts und meinem Trikot, was ich schon 3 Tage auf dem Rad anhatte, rumsitzen, sondern ich hatte mir natürlich noch extra Sachen mitgenommen, die ich da anziehen kann. Das war eine Leggings, lässt sich klein zusammenpacken, hätte ich auch im Zweifel, wenn es zu kalt nachts gewesen wäre, auch noch zum Schlafen anziehen können. Ich hatte ein paar Socken dabei, eine Unterhose, noch eine Unterhose und so ein Kleid. Lässt sich auch klein zusammenpacken. Kann man anziehen, wenn es warm ist, wenn es kalt ist.
mit Leggings, ohne Leggings und dann halt noch eine Jacke drüber, beziehungsweise habe ich dann auch noch einen dicken Pullover von meiner Oma bekommen und da ich davon ausging, dachte ich, brauche ich keinen Pullover. Das war das, was ich, wenn ich nicht auf dem Rad war und wenn ich nicht unterwegs war, anhatte, also wenn ich bei irgendwem zu Hause war. Ich hatte als Essen viel Zeug mit, was man einfach nur mit heißem Wasser aufgießen muss. Dazu hatte ich Spiritus mit, hier in so einer Flasche. Und natürlich einen Kocher. Hier ist mein Topf und da drin versteckt sich mein Kocher. Außerdem eine Zahnbürste und ein Messer. Hier ist der Kocher und ein Feuerzeug. Der Kocher in ein Tuch eingewickelt, damit kann man auch irgendwie groben Dreck mal aus dem Topf oder aus der Tasse wischen. Der Kocher, den habe ich mal selbst gebastelt aus 2 Getränkedosen. Damit habe ich also gekocht. Gegessen habe ich dann aus der Tasse. Da habe ich dann eben zum Beispiel den Couscous reingefüllt und Wasser drauf gekippt und ein paar Minuten gewartet und dann war es auch schon fertig. Ich hatte beim Packen meiner Sachen ein Problem und zwar ist meine Stirnlampe weg. Die ist auch immer noch nicht wieder aufgetaucht. Also habe ich überlegt, abends ist dunkel, ich brauche aber in diesen Schutzhütten sicher Licht, weil da wird es mit Sicherheit kein Licht geben. Also hatte ich ein Glas dabei mit 2 Teelichtern. Es nimmt viel Platz weg, ist schwer, aber es hat seinen Dienst getan. Das Glas hatte ich dabei, weil es natürlich einmal die Teelichter schützt und auch gleich als Windschutz dient. In dem Glas hatte ich außerdem noch so Zahnputztabs, um mir die Zähne zu putzen. Essen geht natürlich dann nicht ohne Löffel oder Gabel, da hatte ich hier so einen Göffel dabei. Sonnencreme hatte ich eingepackt. Ich weiß nicht wieso. Ich dachte, besser haben als nicht haben. Hätte ich nicht gebraucht. Die Sonne hat einfach nicht geschienen. Dann sind hier noch Handschuhe. Jetzt geht es nämlich weiter mit der Kleidung, die ich anhatte. Ich hatte einmal so dünne Handschuhe dabei, für immer sozusagen, und welche, die wasser- und windabweisend sind. Die hatte ich dann immer an, wenn es geregnet hat. Die hatte ich an, wenn es gerade nicht geregnet hat. Und wenn es richtig kalt war, dann hatte ich auch beide übereinander an. Damit ist diese Tasche leer. Auf dem Rad natürlich eine Radhose mit Pullerfunktion, sodass ich mich nicht immer komplett ausziehen musste. Da achte ich immer drauf, wenn ich mir eine Radhose kaufe, dass die irgendwie eine Funktion hat, dass ich die schnell runterziehen kann. Zum Glück gibt es da langsam immer mehr Marken, die pullerfreundliche Radhosen für Frauen entwickeln. Neben der Radhose hatte ich einen Sport-BH an, aus Merino-Wolle. Da drüber ein schon ganz schön kaputtes, dünnes Base-Layer. Dann hatte ich, als ich losgefahren bin, ein Trikot an. Als ich losgefahren bin, war nämlich noch 19 Grad. Und ich hatte eine Weste an. Die 19 Grad blieben nicht lange, es fing schnell an zu regnen. Und ich habe meine kurze Regenhose übergezogen und auch meine Regenjacke. Später musste ich dann auch noch die Socken wechseln. Ich hatte nämlich am Anfang hier so dünne Merino-Socken an. Und später, als es dunkler wurde, wurde es auch kälter. Da habe ich auf meine Sealskin-Socken gewechselt, die eigentlich wasserdicht sein sollen. Auf jeden Fall halten sie Wind gut ab und dadurch die Füße etwas wärmer. Wasserdicht sind sie wohl nur, wenn man diesen oberen Teil der Socken auch unter einer wasserdichten, was auch immer, zum Beispiel Regenhose versteckt, weil hier oben so eine Naht ist und dadurch kommt dann Wasser auch rein. Der erste Tag war noch relativ warm, aber dann wurde es kalt. Das heißt, die übrigen Tage habe ich neben den ganzen Sachen immer auch noch meinen Longsleeve angehabt. So ein Merino-Pullover, schon komplett kaputt. Den will ich schon seit Monaten aussortieren, aber ich habe noch keinen Ersatz, deswegen ist der immer noch mein treuer Begleiter. Den hatte ich zum Schlafen an und zum Radfahren und ich habe den ab meinem zweiten Tag eigentlich gar nicht mehr ausgezogen. Über meiner Radhose hatte ich dann noch eine lange Hose
anstatt Beinlinge. Damit komme ich besser zurecht. Und wenn es richtig kalt war, hatte ich auch noch Armlinge an. Das waren die Klamotten, die ich auf dem Rad anhatte. Dazu kam natürlich noch ein Helm, ein Radcappy, das ist jetzt aber noch auf dem Wäscheständer, eine Sonnenbrille und Radschuhe. Die sind jetzt noch richtig schön dreckig von der letzten Tour. Mein ganzes Essen und die Wechselsachen hatte ich während der Tour eigentlich immer auf dem Rücken. Also ich hatte einiges an Essen vorne in der Tasche, ein bisschen was hinten und auch immer was auf dem Rücken. Sonst hätte ich auch nicht alles untergekriegt, da ich ja Essen für 3 oder 4 Tage dabei hatte. Was natürlich heute wichtig ist, ich hatte auch eine Maske dabei, beziehungsweise sogar 2, weil ich wollte nicht auf meiner Zugfahrt zurück dann die gleiche Maske, die dann wahrscheinlich schon total dreckig ist, aufsetzen müssen. Also hatte ich mir noch eine frisch verpackte mitgenommen, damit ich dann mit einem sauberen Gefühl am Ende im Zug sitzen kann. Was ich nicht dabei hatte, war ein Erste-Hilfe-Pack. Habe ich sonst aber immer dabei. Aber ich hatte natürlich Reparatursachen in meinen Taschen. Die hatte ich in der Rahmentasche. Und zwar hatte ich eine Luftpumpe dabei und diese kleine Tasche mit allem möglichen Zeug drin. Ein Schlauch, Flicken, ein Multitool mit Kettennieter, ein Kettenschloss, falls die Kette reißt, Wachs für die Kette. Das brauchte ich auch, das habe ich jeden Tag, wenn es mal irgendwie eine Zeit trocken war und die Kette anfing zu rattern und zu quietschen, dann habe ich das drauf gemacht und dann ging alles wieder gut. Abends konnte ich das meistens nicht machen, weil die Kette noch klitschnass war. Dann hatte ich einen Reifenheber und für den Fall der Fälle ein Schaltauge. So, ich glaube, ich habe alles ausgepackt. Eine Sache habe ich euch aber noch nicht gezeigt, und zwar hatte ich auch ein kleines Schloss dabei. Das ist so ein Kabelbinder-Zahlenschloss. Das ist leicht und klein und dient eigentlich als Wegfahrsperre, dass mein Rad über kurze Zeit, wenn ich vielleicht mal irgendwo auf Toilette gehe oder mir einen Kaffee kaufe, dass ich dann das Rad sichern kann. Was uns brennend interessieren würde, ist, was sind denn eure Must-Have-Gegenstände, die ihr für jede Bikepacking-Tour dabei habt? Schreibt es unten in die Kommentare. Das war meine Packliste für Bikepacking im Frühling. Im nächsten Video gibt es dann noch meine Tour ein bisschen genauer zu sehen. Klickt am besten auf Abonnieren, um kein Video zu verpassen. Tschüss!